So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Ihr seht, ich habe ein etwas anderes technisches Setup hier. Boah, geht mir das gerade auf den Senker hier. So, okay. Ja, ich habe so ein bisschen, mein Rechner ist heute im Urlaub und hat sich gedacht, ich habe heute noch einen Feiertag, also habe ich jetzt gerade den Laptop am Start. Diejenigen, die mich hören können, ich habe nämlich keine Ahnung, ob dieses Mikrofon hier einigermaßen gut ist. Ich habe dieses Setup noch nie getestet. Aber das ist jetzt gerade der kurzfristige Backup-Plan, deswegen gebt mir doch mal kurz Bescheid. Okay, ich kann mich zumindest selber hören, das ist schon mal gut. Cool, ihr Lieben. Also, worüber reden wir heute? Heute geht es um die andere Klammer zur Episode für Content Marketing Podcasts. Wir haben ja gestern über das Thema Intros gesprochen. Wer hat denn die Captions hier eingeschaltet? Ich sehe das gerade. Ja, mal gucken, wie es funktioniert. Gut. Äh, Knopf gedrückt, der nicht passt. Alles gut. Genau. Also heute reden wir über das Outro, das heißt das Ende einer jeden Podcast-Episode. Im Grunde genommen sprechen wir heute über drei Dinge. Das heißt, was ist eigentlich ein Outro? Was sind für Inhalte drin? Sprich, was muss es beinhalten? Worauf müssen wir ein bisschen achten? Was sind also Dinge, die ihr an der Stelle eher nicht machen solltet? Und was sind so kleine Gefahren an der Stelle? Wir werden auch auf die Frage, die mir zugeschickt worden ist, eingehen, selber einsprechen oder eher nicht. Ja, das sind dann natürlich dann auch so ein paar andere Ideen. Sorry, mich irritiert das total, dass da ein Untertitel mitläuft. Das muss ich jetzt gerade mal so im Augenwinkel irgendwie ausblenden. Okay, gut. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, ich gucke mal, dass ich das hier groß machen kann, dann sehe ich das nicht mehr. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann schreibt die bitte gerne in die Kommentare. Die sehe ich hier nebenbei irgendwie und dann kann ich mich darauf beziehen. Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen letzten Ostertag und dementsprechend seid ihr noch erholt. Das Wetter ist ja zumindest bei uns hier in Düsseldorf noch ganz cool und dementsprechend können wir dann morgen hoffentlich in eine bald Corona-entspanntere Umgebung starten und wir sehen, wie es so ist. Aber dann werden wir jetzt einfach mal mit den Inhalten starten. So, wofür ist ein Outro eigentlich gedacht bei einer Podcast-Episode? Im Grunde genommen ist es die Verabschiedung. Ja, das heißt, es geht eigentlich darum zu sagen, hier ist jetzt Schluss mit der Episode, auf Wiedersehen zu sagen, zu beenden. Und zwar nicht einfach nur abrupt mit einem so und das war's jetzt und tschüss, sondern dementsprechend, es ist ja ein Medienkanal. Ja, egal ob ihr in einem Kinofilm seid, in einer Musikproduktion seid, in einem Musical seid, es gibt immer irgendwo eine Art Abspann, eine Beendigung. Es geht jetzt nicht darum, wirklich jeden Teilnehmer bzw. Mitarbeitenden in diesem Podcast hier irgendwie vorzustellen, sondern es geht eigentlich mehr darum, ja quasi die weiteren Schritte einzuleiten. Wir reden hier vom sogenannten Call to Action im Marketing. Das ist so der, was machst du bitte jetzt als nächstes Aufforderung, also quasi eine sofortige Handlungsaufforderung. Das kennen gerade diejenigen von euch, die im Online-Marketing fit sind, beziehungsweise da viel tun. Es wird sehr, sehr gerne auf Landingpages gemacht, wo quasi eine Anweisung steht, jetzt bitte hier klicken, jetzt bitte hier eintragen, jetzt bitte hier anrufen. Ja, also den Leuten ganz konkret sagen, was sie jetzt zu tun haben. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Man muss das dementsprechend auch so ein bisschen darauf abstimmen, was eigentlich das Konzept und die Strategie eures Podcasts ist. Und das ist auch genau der Punkt, was soll in einen Call to Action überhaupt rein. Ich höre gerne Call to Actions, die völlig überfrachtet sind, wo steht so und jetzt, also erstmal, das war das Ende der Episode. Danke, dass ihr zugehört habt und wenn euch die Episode gefallen hat, dann geht doch bitte auf iTunes. Der Link ist natürlich hier unten in den Show Notes hinterlegt und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Dann tragt euch auch gerne in den Newsletter ein, damit ihr auch niemals wieder eine neue Episode verpasst. Ach ja, und auf Social Media bin ich auch noch in den und den Netzwerken. Bitte tragt euch da ein und geht mit mir in Kontakt. Bam! Völlige Reizüberflutung. Was passiert, wenn ich so viele Handlungsaufforderungen am Stück meinen Hörern mal eben ins Ohr baller? Hm? Das ist genauso wie bei der italienischen Speisekarte, die 26 Seiten lang ist. Nix. Ich denke mir so, okay, dann das und das und das. Dazu habe ich jetzt gerade keine Zeit. Was soll ich dann als erstes machen? Das sind so die Gedanken, die durch dein Unterbewusstsein, nein, durch das Unterbewusstsein deines Hörers gehen. Und der dann sagt, ich weiß noch nicht, was ich als erstes machen möchte. Ich überlege noch. Und aus diesem Überlegen wird ein, ich mache es gar nicht mehr. Und was bedeutet das für euch? Der Call to Action hat sich mal eben völlig im Sand aufgelöst. Deswegen bitte nicht tun. Gebt einen einzigen Call to Action raus.
Geh zu iTunes, bewerte mich, geh auf meine Webseite, trag dich in mein Newsletter ein oder geh auf Social Media in Kontakt mit mir. Wählt euch einen aus. Ihr könnt auch wechseln. Ne? Es muss nicht jede Episode muss exakt das gleiche Outro sein. Ich habe beim Intro ja genau das Gegenteil gesagt. Da habe ich gesagt, zu Branding-Zwecken. Es hat auch einen ganz anderen Hintergrund, das Intro. Hört euch das gerne nochmal an, was wir gestern darüber besprochen haben. Da ist es wirklich so, dass es gleich bleiben soll. Das Outro hat auch wieder Erkennungswert. In dem Sinne, dass ja, jeder von euch hat oder andersrum. Jeder Showmaster hat einen gewissen Satz, eine gewisse Verabschiedung an der Stelle. Ja? Genauso wie ich das in meinem Podcast auch habe, je nachdem, welches Thema das ist, sollte das eine für euch wiedererkennbare Phrase sein, beziehungsweise etwas, was eure Marke widerspiegelt. Es ist euer Brand-Sound dabei, das heißt, das Outro wird immer mit Musik unterlegt, dementsprechend habe ich dort 2 Wiedererkennungsfaktoren und natürlich auch eure Stimme. So beziehungsweise die Stimme dessen, der das Outro einspricht. Das muss nämlich nicht immer ihr sein. Also nämlich auch bei dem Thema, muss ich das selber einsprechen? Sprich, ist es ein spontan Outro am Ende jeder Episode oder ist es ein fertig produziertes Outro, das Pendant zu den Intros, das quasi dran geschnitten wird, wenn die Postproduktion erfolgt. Das ist eine strategische Entscheidung an der Stelle. Die strategische Entscheidung kann nämlich sein, dass ich sage, ich möchte ganz gerne ein- und ausgeleitet werden von einem Profi, also sprich von einer anderen Stimme. Ich habe auch Podcaster, die sagen, oder Kunden, die ihren eigenen Podcast betreiben und sagen, nee, ich möchte mein Outro ganz gerne selber sprechen und super oft am Ende einfach ihren Call to Action vergessen. Oder dann mal eben ganz unverständliche Call to Actions reinballern. Ehrlich, mir ist das auch ab und an mal passiert. In einem Podcast habe ich nämlich, also in einem Image Styles Podcast wird ein Outro dran geschnitten, beziehungsweise in den ersten, ich glaube 40 Folgen haben wir das so gemacht. Im Branding- und Kundengewinn-Podcast spreche ich den beispielsweise so ein. So, das heißt, hier ist es eine Grundsatzentscheidung für euch, produzieren oder frei einsprechen. Grundsätzlich ist es hier immer eine Disziplinentscheidung, dass ihr bitte nur einen Call to Action raushaut. Das heißt, dass wenn ich jetzt schon einen vorproduzierten habe, muss ich mich dann immer an einen halten? Nee, ihr könnt ja 3, 4, 5 verschiedene Call to Actions haben und den jeweils, je nachdem, wie es gerade passt, was gerade, also nicht ihr ansonsten Marketing-Funnel laufen habt, was für euch gerade gut ist, natürlich dann entsprechend denjenigen dran schneiden. Der Punkt an der Stelle ist natürlich auch, das Outro bzw. der Call to Action im Outro ist sehr stark auf eure Strategie ausgelegt. Also nehmen wir mal an, eure Strategie für den Podcast ist, Brand Awareness zu schaffen. Dann werdet ihr in eurem Call to Action beispielsweise auf eure Social Media Kanäle verweisen, weil ihr da natürlich steigende Followerzahlen haben wollt, weil das eine größere Brand Awareness schafft. Wollt ihr beispielsweise Lead-Generierung haben, das heißt aktiv dann auch eine Datenbank aufbauen mit Leads, die ihr zum Beispiel über euren Newsletter anschreiben könnt. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Nehmen wir mal 2. Ihr könnt diejenigen auf eure Webseite schicken, auf eine Landingpage dort und die dort in den Newsletter eintragen lassen. Oder ihr habt einen geschlossenen Member-Bereich beispielsweise, wo ihr dann auch nochmal sagt, weil dieses Wissen gegen E-Mail-Adresse tauschen, also die klassischen Goodies, die wir vorher hatten, funktionieren ja so rechtlich nicht mehr ganz so sauber. Das heißt, ich kann diejenigen dann einfach auf einen allgemeingültigen Mitgliederbereich schicken, wo sie sich eintragen, ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und dafür mehr als nur eine Information dort bekommen, sich dort tummeln können. Das ist auch ein Call to Action. Der führt eben dazu zur Lead-Generierung. Hier kommt es also sehr stark auf die Strategie, da sind wir wieder beim Thema Konzeptionierung eures Podcasts, was wollt ihr langfristig damit erreichen? Was haben wir denn jetzt? Montag, vor 1,5 Wochen, als ich hier angefangen habe mit der Reihe, haben wir über das Thema ohne Ziele kein erfolgreicher Podcast gesprochen. Dort habe ich genau dieses Thema nochmal angesprochen. Das könnt ihr euch dort gerne nochmal anhören, wenn ihr mögt. So, was habe ich vergessen? Lass mich mal kurz in meine Notizen blättern. Ja, genau. Und zwar auch hier wieder das Thema Rechte. Also ihr könnt natürlich auch eine fremde Stimme nehmen, genauso wie beim Intro. Auch da bitte achtet darauf, dass ihr eine anständige Rechteübertragung für euer Outro bekommen habt. Und auch wenn ihr hier irgendwelche Werbung schaltet, selber einsprecht oder schalten lasst, dass die dann auch ganz anständig gekennzeichnet ist. Denn egal, ob jetzt am Anfang oder am Ende, ihr müsst eure Werbeschaltung in eurem Podcast kennzeichnen. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Bereich. So, jetzt gucke ich einmal mal ganz kurz in den Chat, ob es irgendwelche Fragen gibt, die bisher aufgetreten sind. Aktuell sehe ich gerade nichts. Wenn ihr neue Fragen habt, dann bitte ganz gerne reinschreiben. Ansonsten auch nachträglich. Ich gucke mir die einzelnen Folgen natürlich auch immer noch mal an, ob da Fragen zu reingekommen sind.
Vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil der sehr, sehr gerne gemacht wird, auch von vielen ja, Podcast-Produktionsanbietern da draußen auch immer sehr stark gepusht wird, ist das Thema, Leute, geht auf meinen iTunes-Account und gebt mir jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Da gehen mir schon jetzt die Nackenhaare hoch in dem Moment. Vor allen Dingen ganz, ganz schlimm und rechtswidrig an der Stelle auch noch ist dieses Thema. Und derjenige, der mir eine 5-Sterne-Bewertung schickt, der bekommt dann ein Buch. Der bekommt ein Ticket von mir oder irgendwas in der Richtung. Ja, das ist an der Stelle nicht rechtens. Ich habe das ehrlich gesagt in einer Episode auch mal so gemacht. Das ist nicht okay. Das heißt, macht das bitte nicht regelmäßig, macht das nicht ständig, denn das sind Dinge, die ja, wo Abmahnungen erfolgen können an einem Punkt. Dementsprechend solltet ihr sowieso nicht Menschen auffordern, euch eine gewisse Bewertung zu geben, sondern gebt den Leuten frei, euch eine 0 bis 5 Sterne, wenn wir jetzt mal von iTunes ausgehen, Bewertung zu geben. Denn jemanden vorzuschreiben, wie er euch bewerten soll, ist an der Stelle auch rechtsmäßig nicht so ganz sauber. Ja? Von daher bittet um eine Bewertung oder sagt einfach, wenn euch mein Podcast an der Stelle gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Feedback von euch, damit ich daraus lernen kann, beziehungsweise auch ein Dankeschön von euch kriegen kann. Das ist sauber und das ist, ja, das ist auch nicht diese Battle-Geschichte an der Stelle. Ne? Also sich da wirklich hinzustellen und sagen, bitte, bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, finde ich ehrlich gesagt nicht professionell und es hat auch nichts mit Branding zu tun an der Stelle, auch nichts mit Kundengewinnung. Das schreckt an der Stelle wirklich nur Profis, die sich den Podcast anhören, ab. Also einmal sagen, jemand, der es nötig hat, für 5 Sterne zu betteln, an der Stelle, der ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Dienstleister für uns. Also auch hier eher ein Image-Schaden, den ihr mit so einer Art und Weise an Land zieht oder beziehungsweise begeht, erreicht, wie auch immer ihr das betiteln wollt, als dementsprechend eine ja, erfolgreiche Bewertung eures Podcasts. Gut, ja, das war's an meiner Stelle, nein, an dieser Stelle von mir zum Thema Podcast-Outro für einen Content-Marketing-Kanal, euren eigenen Medienkanal in der Podcast-Welt. Und morgen ist Dienstag. Gibt es einen Osterdienstag? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Dienstag nach Ostern. Witzig. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal kurz in den Chat. Da habe ich für meine Bildungslücke wieder geschlossen. So, morgen Abend bin ich in der Produktion, deswegen werde ich nicht live gehen. Von daher sehen, hören, lesen wir uns erst am Mittwoch wieder um 18 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Hoffentlich dann auch wieder mit der kompletten Technik. Und da werden wir über ein anderes Thema reden, wie ihr mit eurem oder wie ihr durch Podcast-Marketing euch oder eurem Brand sichtbar machen könnt und Kunden gewinnen könnt. Da werden wir wieder über ein Thema aus der Werbewelt, aus dem Advertising sprechen. Ja, das ist für viele von euch, die entweder selber in ihren Podcasts Werbung schalten wollen oder ihr Unternehmen in anderen gut laufenden Podcasts bewerben wollen, ganz interessant. Und da werden wir uns mit auseinandersetzen. Wenn, wie gehabt, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Werbung habt im Podcast-Umfeld, dann stellt gerne hier unten die Frage oder entsprechend auf meiner, ja, auf meinem Facebook-Profil, der Fanpage, auf der ihr gerade unterwegs seid, oder in der Alles über Podcast Marketing Facebook-Gruppe. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir hören uns am Mittwoch. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.